Forever Young, der Mercedes-Benz NG, wird 50 Jahre jung. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wohl kein anderer LKW ist den Menschen hierzulande so vertraut wie die neue Generation. Der Wechsel zu diesem Modell brachte damals nicht nur die kippbare Kabine, sondern auch neue Motoren und vor allem völlig neue Lastklassen. Das wirklich Besondere aber war die Produktion im Baukastensystem. Doch lassen wir einen Kenner der Szene sprechen, Sascha Hoffmann aus Oberhausen. Er ist sozusagen mit dem NG groß geworden und ein Experte in der Restaurierung dieses mittlerweile sehr gefragten Klassikers, der irgendwie nicht alt geworden ist. Der NG ist jetzt natürlich eine komplette Neuentwicklung gewesen. Die Karosse war komplett neu, das Chassis. Teilweise wurden die Achskomponenten, Getriebekomponenten von der LP-Baureihe übernommen. Aber vieles wurde auch einfach neu konstruiert und das halt auch im Baukastensystem, dass man direkt vom kleinsten Modell, vom 1013 bis nachher auch für diese NG 85 Modelle vom 44er fast alle Komponenten von rechts nach links in Anführungszeichen tauschen konnte. Aber wie gesagt, das Alter sieht man den NG-Modellen tatsächlich irgendwie nicht an. Hinzu kommen seine Robustheit und Fahreigenschaften, die diesen Lastwagen zum Bestseller machten. Auf einschlägigen Kippertreffen ist der NG immer ein Hingucker, auch wenn dieser hier sich gerade festgefahren hat. Man könnte meinen, der NG ist ein Lastwagen von heute. Die Fahrzeuge sind unverwüstlich und man kann mit den Autos ohne Probleme noch im Verkehr mitschwimmen. Es gibt sogar im Technikbereich noch sehr viel an Ersatzteilen, die nachgefertigt werden, weil die Autos sogar heute noch im Export unwahrscheinlich stark vertreten sind. Die Autos wurden in Lizenz weitergebaut, weil sie so unverwüstlich und beliebt waren. Und deswegen im Straßenverkehr würden die Autos heutzutage nur aufgrund ihrer Größe auffallen, aber nicht aufgrund ihrer Erscheinung, weil die einfach zeitlos sind. Der NG wurde von 1973 bis 1988 gebaut und lässt Sammlerherzen höher schlagen. Ein solches Exemplar in Blau vom Typ 2235 mit 8 Zylindern, Baujahr 1987, ist gerade bei den Hoffmanns eingetroffen. Eine Inzahlungnahme, die in Oberhausen aber garantiert nicht lange auf einen neuen Käufer warten muss und erst einmal abgeladen wird. Der Kunde bleibt übrigens beim NG, will nämlich diesen orangen 2628 AK mit Allradantrieb kaufen. Der Allradkipper mit gerade mal 150.000 Kilometern befindet sich in einem hervorragenden Originalzustand und war vorher in einem Zementwerk im Einsatz. Lediglich das Fahrerhaus wurde lackiert. Solche Fahrzeuge sind aber sehr selten. Also wir suchen ja meistens NG-Fahrzeuge, die jetzt hier halt noch auf dem deutschen Markt existieren, weil die einfach unverwüstlich sind, aber die sind meistens auch im Zustand einfach besser als die Fahrzeuge, die man aus dem Export zurückholt. Die Anzahl der NG-Fahrzeuge ist noch relativ hoch, aber wirklich gute Exemplare findet man hier auch kaum noch. Also wir haben auch schon mal Exemplare aus dem Export geholt, aber da ist dann teilweise zu viel Arbeit dran, weil die meisten Autos einfach mehrere Leben hinter sich haben. Die Autos sind unverwüstlich, aber je mehr Arbeit man nachher hat an so einem Fahrzeug, desto teurer wird es einfach auch in der Restauration. Und deswegen suchen wir meistens unsere Fahrzeuge hier auf dem deutschen Markt, die wirklich im guten Originalzustand sind. Weil es von Jahr zu Jahr immer schwieriger wird, an geeignete Exemplare für eine Restaurierung zu gelangen, schlagen die Hoffmanns in Oberhausen sofort zu, wenn ihnen geeignete NGs über den Weg laufen. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Lkw verkauft werden oder über eine Restaurierung in Sammlerhände gelangen. Und auch ein Blick in die Werkstatt verrät, der NG ist gefragter denn je. Auch weil so viele mit diesem Lastwagentyp Kindheits- und Jugenderinnerungen verbinden. So war es auch bei Holger Hahn aus München, dem wir mit seinem Großfahrerhaus NG 1633S auf den Einbecker Nutzfahrzeugetagen treffen. Doch fragen wir Holger selbst, was hat der NG, was viele andere Lastwagen nicht haben? Ja, es war damals ein Quantensprung und ist jetzt eigentlich immer noch ein modernes Auto. Also man könnte jeden Transportauftrag, den man bekommt, könnte man heute mit dem Auto fahren. Der hält mit, der kann sich bewegen wie ein modernes Fahrzeug. Die Assistenzsysteme fehlen natürlich, die Lenkung ist straffer, aber ansonsten ist es heute noch ein tolles Auto. Das ganze Fahrerhausambiente wurde dann auf einmal wohnlich. Ja, da wurde darauf Wert gelegt, dass der Fahrer eben auch sein Zuhause hat. Ja. Und ich denke, das sieht der Sascha ganz genauso und deshalb sind wir beide große Fans
von diesem Fahrzeug. Zurück zu Sascha, der wohl jede Schraube an einem NG kennt und bei Restaurierungen schon viele Fahrzeuge in einen quasi Neuzustand versetzt hat. Natürlich hat Sascha auch alle Handbücher und Prospekte aus der damaligen Zeit verschlungen. Dieser LKW ist längst zu einem Teil seines Lebens geworden. Also ich bin mit dem NG groß geworden. Wir hatten ja seinerzeit auch eine kleine Spedition gehabt und da hatten wir verschiedene NG-Modelle im Einsatz, von 3-Achser-Kipper über eine 2-Achs-Allradsattelzugmaschine. Unter unserem Tiefladertransporter hatten wir eine NG-Sattelzugmaschine und da bin ich als Kind halt auch öfter mitgefahren, wo wir Fahrzeuge auch für den Handel angekauft haben, die dann mit dem NG transportiert haben. Ja, und das ging dann so weit, dass ich halt dann auch meine Lehre bei Mercedes-Benz gemacht habe und selbst da wurde auch noch so als Ausläufer an den letzten NG-Modellen und auch an den SK-Modellen geschraubt. LKW-Restaurierung aus Profession. Bei den Hoffmanns läuft diese Leidenschaft zur Höchstform auf. Das beweisen die Oberhausener einmal mehr auch zum 50. Geburtstag des Mercedes-Benz NG und erinnern damit an eine Zeit, in der dieses LKW-Modell Maßstäbe gesetzt hat.